Wer auf der Autobahn unterwegs ist und Hunger hat oder tanken muss, der kennt das Spiel. Der Quasi-Monopolist Tank und Rast kann preislich schalten und walten, wie er will. An den Rasthöfen zahlen Sie nicht doppelt so viel wie im Supermarkt, sondern eher 5-, 6 Mal so viel. 90% aller Raststätten entlang der Autobahn gehören dem Konzern. Für die Pflege der Parkplätze kommt allerdings der Steuerzahler auf, mit zig Millionen im Jahr. Hier ist es so, dass ein Monopol de facto staatlich noch subventioniert wird. Gibt es hier eine Lizenz zum Abzocken? Und welche Alternativen haben Verbraucher dies und jenseits der Autobahn? 410 Rastanlagen des Unternehmens Tank und Rast gibt es bundesweit entlang der Autobahn. Wir möchten wissen, wie zufrieden sind Reisende mit dem Preisniveau? Das heißt angemessene Preise. Gibt Schlimmere. Da kann man hinfahren, wo man will, da kann man gucken, wo man will. Manchmal ist es noch teurer, damit müssen wir uns einfach abfinden und wenn man halt sich das nicht leisten kann, dann kann man hier auch nicht hergehen. Ist halt nun mal so. Und dann nimmt man das hin. Ja, ich schon. Man ist ja nicht immer unterwegs. Das ist nicht gut, auf keinen Fall. Und ich gehe auch nicht rein und esse, das ist nichts für mich. Ja. Für mein Portemonnaie ist das nicht hier. Wir wollen wissen, wie hoch das Preisniveau wirklich ist. Wir kaufen eine Tüte Gummibärchen, eine Tafel Schokolade und einen halben Liter Cola. Zusammen zahlen wir dafür 9,22 €. Die Gegenprobe bei einem Discounter etwa 2 Kilometer von der Autobahn entfernt. Hier zahlen wir für die gleichen Produkte 3,72 € und bekommen dafür sogar die doppelte Menge Gummibärchen. Tank und Rast schreibt uns zu diesem Preisspagat: Die Betriebe im Servicenetz von Tank und Rast bieten allen Reisenden einen umfassenden Service an 365 Tagen im Jahr und in der Regel rund um die Uhr. Ein reiner Preisvergleich von Autobahnraststätten mit Discountmärkten greift daher aus unserer Sicht zu kurz. Seit 1994 gibt es Tank und Rast, damals allerdings noch in Staatsbesitz. Ende 1998 wurden die Raststätten privatisiert. Für den Bundestagsabgeordneten und Verkehrsexperten Viktor Perli war das eine Entscheidung zu Lasten der Verbraucher. Tank und Rast ist die Geschichte einer Privatisierung, die dazu führt, dass sich heute wenige sehr bereichern an dem Betrieb von Autobahnraststätten. Die öffentliche Hand da viel Geld dafür reinsteckt. Die Beschäftigten kaum mehr bekommen jetzt den Mindestlohn. Ja, und die Kundinnen und Kunden sehr, sehr hohe Preise zahlen müssen, wenn sie tanken, wenn sie etwas essen möchten. Und das ist eine ganz schlimme Geschichte vom Privatisierungsversagen. Die Alternative zu den Raststätten direkt an der Autobahn sind die Autohöfe. Auch sie müssen rund um die Uhr geöffnet sein und dürfen höchstens 1 Kilometer von der Autobahn entfernt liegen. Wir machen auch hier unseren Preistest. Mit 8,02 € liegen diese zwar unterhalb von Tank und Rast, sind aber noch mehr als doppelt so teuer wie beim Discounter. Deutlicher wird der Unterschied beim Tanken. Der Liter Super kostet hier am Autohof knapp 1,80 €. Der Vergleich bei Tank und Rast direkt an der Autobahn über 2 €. Für manche Reisende ein Grund, die Fernstraße zu verlassen. Kommt für einiges zusammen bei fast 60 Liter im Tank. Und das jedes Mal ist schon, ja, kommt einiges zusammen. Ich würde definitiv von der Autobahn runterfahren, weil mir das einfach zu teuer ist, weil ich das auch als Abzocke empfinde. Ja, also den Weg nehme ich dann schon gerne auf mich. Die Autohöfe sind preiswerter und das, obwohl sie eindeutig einen Wettbewerbsnachteil haben, denn sie müssen ihre Parkplätze selbst in Schuss halten. Bei Tank und Rast übernimmt das ja, wie gesagt, der Staat und damit der Steuerzahler. Jedes Jahr kostet die Instandhaltung viele Millionen Euro. Ein unhaltbarer Zustand, meint man beim Bundesverband der Verbraucherzentralen. Die Instandhaltung der Rasthöfe, also die Zufahrten, die Parkplätze für LKWs und PKWs, kostet viele, viele Millionen, teilweise 100 Millionen Euro im Jahr. Das, was an Konzessionsabgaben zurückkommt von Tank und Rast an den Staat dafür, dass sie dort ihr Geschäft betreiben dürfen, ist nur ein Bruchteil davon. Also finanzieren wir als Verbraucher ja sowieso schon die Infrastruktur. Dass wir dann jetzt doppelt noch durch die hohen Preise an den Rasthöfen draufzahlen müssen, entbehrt halt jeder Logik. Wir fahren dann doch noch dort raus, wo dem Reisenden ausnahmsweise nichts verkauft werden soll, auf den klassischen Rastplatz. Selbstversorgung, so viel steht fest, ist die sicherste Methode, bei der Fahrt aus oder in den Urlaub der Abzocke zu entgehen.
Gut, es muss jeder sein Geld verdienen, ist richtig. Gell? Aber das ist schon ein bisschen deftig, was die Kerle machen. Gell? Wenn ich zu Hause mir was mache, dann nehme ich das drauf, was mir schmeckt. Und dann habe ich auch eine Kostenübersicht. Also 2 Gesichtspunkte, einmal die Kosten und zum anderen das, was ich gerne essen möchte, kriege ich nicht immer dort, wo ich dann einkehre. Wer hinfahren will, soll hinfahren und wer nicht, der versorgt sich unterwegs halt. Ne? Ja. Wir haben ja mal noch ein Gehirn ein bisschen und können uns das ja überlegen, wie wir das so brauchen und nicht. Ne? Und dennoch muss die Frage erlaubt sein, ob das, was das Unternehmen Tank und Rast als staatlich subventionierter Quasi-Monopolist mit den Verbrauchern macht, nicht vielleicht doch den Regeln des fairen Wettbewerbs widerspricht. Autobahnen sind eine öffentliche Infrastruktur, sie sind wichtig für viele und sie gehören in öffentliche Hand. Eine Reprivatisierung, also eine Rückabwicklung der Privatisierung wäre der extremste Schritt. Wichtiger wäre jetzt, dass die Monopolkommission genau drauf guckt, wie ist das Finanzierungsmodell, wie ist die Preispolitik an den Rasthöfen und gegebenenfalls gegensteuert. Die Rückabwicklung der Privatisierung wäre der letzte Schritt, der dann unumgänglich wäre, wenn alle anderen Maßnahmen vorher nicht mehr greifen. Aber die Politik darf nicht länger blind sein in diesem Feld. Und so bleibt wohl erstmal alles, wie es ist. Die Autobahn gehört zwar dem Steuerzahler, aber wenn der mal eben halten will, dann tappt er schnell in die Preisfalle.